Mkhitaryan fehlt in Baku. Der FC Arsenal muss das Europa-League-Finale ohne den armenischen Nationalspieler antreten. Wegen eines politischen Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien verzichtet Mkhitaryan auf die Spielteilnahme. Auch Coach Emery äußerte sich zur Situation. It's bad news, but we cannot do anything for. Das sind schlechte Nachrichten für uns, aber wir können nichts dagegen tun. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung und die müssen wir respektieren. Ich verstehe zwar die politische Problematik nicht, aber ich muss es akzeptieren. Political problems, but I must respect. Die Regierung Aserbaidschans teilte die Sicherheitsbedenken von Spieler und Club dagegen nicht. Funkel kritisiert Ex-Vorstand. Der Coach der Fortuna hat mit dem ehemaligen Vorstand des Clubs abgerechnet. Ich will zu diesen Leuten keinen Kontakt mehr haben, ganz einfach. Das Tischtuch ist zerschnitten, sagte Friedhelm Funkel der Rheinischen Post. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Robert Schäfer und der heutige Nürnberger Sportvorstand Robert Palikuka hatten im vergangenen Winter den Abschied des 65-Jährigen aus Düsseldorf verkündet. Durch eine Intervention der Fans sowie des Aufsichtsrates wurde diese Entscheidung revidiert. 96 verhandelt mit Anfang. Bundesliga-Absteiger Hannover 96 setzt offenbar auf neue Impulse auf dem Trainerposten. Präsident Martin Kind und Interimsmanager Jan Schlaudraff haben sich laut der Bild und im Sportwasser mit dem ehemaligen Köln-Coach Markus Anfang getroffen. Der 44-Jährige hatte die Kölner in der vergangenen Saison an die Tabellenspitze der 2. Liga geführt, musste sich jedoch im April wegen eines sportlichen Tiefs verabschieden. Cech vor Chelsea-Rückkehr. Der Torhüter des FC Arsenal wird nach der laufenden Saison wohl zu seinem Ex-Club zurückkehren. Wie der britische TV-Sender Sky Sport News berichtete, soll der 37-Jährige den Posten des Sportdirektors beim FC Chelsea übernehmen. Cech stand von 2004 bis 2015 zwischen den Pfosten der Blues und wurde mit dem Club unter anderem 4-mal englischer Meister und gewann 2012 die Champions League. Am 29. Mai trifft er mit dem FC Arsenal im Europa-League-Finale auf seinen Ex-Club.